Hat dann irgendwann gemerkt, oh, das Internet ist ja auch beteiligt am Klimawandel. Das ist zwar bei vielen noch nicht so durchgedrungen, aber wenn man so das Internet sieht, das als Land betrachten würde, das entweder so auf Platz 3 oder 4 von den CO2-Emissionen wäre, wenn das Internet ein Land wäre. Und die Green Web Foundation hat das Internet ja mal als die größte kohlebetriebene Maschine der Welt bezeichnet. Das ist eigentlich ein schönes Bild, wo man auch viel daraus ableiten kann. Ja, hallo meine Lieben, ich darf euch herzlich begrüßen. Heute habe ich einen Gast, den Thorsten Bayer. Lieber Thorsten, vielen lieben Dank, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst? Genau, also ich habe ein bisschen ungewöhnlichen Lebenslauf. Also ich bin vom Studium her Chemiker, habe das auch mit einem Doktortitel abgeschlossen, wollte aber schon zu der Zeit immer was im Internet machen. Das war so Mitte der 1990er Jahre, da war das ja noch was relativ Neues für viele oder für viele Firmen Unbekanntes, oder sie hatten noch gar keine Website. Habe dann aber dort nichts gefunden und habe mich dann direkt selbstständig gemacht. Nach dem Studium halt mit dem Internetthema eine Firma gegründet, bin dann so am Anfang durch die Lande gereist und habe den Leuten erklärt, was sie mit diesem Internet so anstellen können als Naturwissenschaftler. Das war dann ganz spannend. Und witzigerweise bin ich dann zu den Firmen eingeladen worden als Consultant, die mich als Chemiker nicht einstellen wollten, so nach meinem Studium. Das war dann so ein netter Nebeneffekt oder so eine gewisse Genugtuung. Und wir sind jetzt in dem Jahr hier 25 Jahre am Start mit der Firma. Eigentlich genauso alt wie Google, um das einzuordnen. Die hatten ja vor kurzem auch ihr 25-jähriges Jubiläum. Aber wir sind natürlich sehr spezifisch in der Nische dann tätig. Unser Hauptprodukt, das ist Analytic News. Das ist ein Online-Magazin, was eben auch wieder dann die Chemie betrifft. Also da bin ich der Chemie immer noch erhalten geblieben, auch als dann selbst oder self-made SEO, wenn du so willst, oder man muss sich ja alles selber beibringen damals zu den Zeiten. Es gab ja eigentlich noch nichts und bin eigentlich schon immer im Selbststudium und heute eigentlich auch immer noch im Selbststudium, wie wahrscheinlich viele auch, weil es ändert sich ja auch immer rasend so viel. Von daher so viel dazu. Und dann kam irgendwann eben der Dreh, weswegen wir auch hier uns treffen. Das waren halt die Nachhaltigkeit oder das Thema. Das hat ja auch wieder mit Chemie zu tun, weil CO2 ist ja auch ein chemisches Molekül, was uns ja so ärgert. Hat man wieder den Bezug gefunden und hat dann irgendwann gemerkt, oh, das Internet ist ja auch beteiligt am Klimawandel. Das ist zwar bei vielen noch nicht so durchgedrungen, aber wenn man so das Internet sieht, das als Land betrachten würde, da gibt es so verschiedene Studien, dass das entweder so auf Platz 3 oder 4 von den CO2-Emissionen wäre, wenn das Internet ein Land wäre. Und die Green Web Foundation hat das Internet ja mal als die größte kohlebetriebene Maschine der Welt bezeichnet. Das ist eigentlich ein schönes Bild, wo man auch viel daraus ableiten kann. Also so viel zu dem Hintergrund. Und ich wurde dann irgendwann gefragt, ob ich ein Buch zu dem Thema schreiben will, weil ich mich halt schon ein paar Jahre damit beschäftigt habe. Und es kam jetzt in dem Jahr hier raus. Und da gibt es eben viele Themen, die dann auch zum Beispiel SEO streifen, aber auch andere Themen, wo es um CO2-Bilanzierung geht. Ist halt ein sehr spannendes Thema, aber für viele halt immer noch ein Thema, wo sich noch nicht so viel mit beschäftigt haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal eure Website hinsichtlich Nachhaltigkeit analysiert hast oder überhaupt damit. Eben deswegen, das ist bei vielen SEOs so, da könnte ich auch andere fragen. Deswegen ist es aber spannend, da trotzdem mal drüber zu reden und vielleicht noch ein bisschen Werbung für zu machen. Ne? Was ist jetzt für dich Nachhaltigkeit? Kannst du dann so ein bisschen abholen? Oder was ist generell Nachhaltigkeit aus deinem Munde oder mit deinen Worten? Ja gut, im Prinzip, wenn wir es auf Internet beziehen, ist es eben zu schauen, wo wir Dinge optimieren können. Sprich, wenn wir zum Beispiel Hardware nehmen, da ist ein sehr großer Faktor, wie lange nutzen wir Hardware, wie lange nutzen wir unser Smartphone, wie lange werden Webserver in Rechenzentren genutzt. Das ist so ein Punkt, was so die Hardware betrifft. Und wenn wir zu unserer Website gehen, dann können wir erstmal gucken, haben wir jetzt einen Hoster, was nutzt der für einen Strom? Nutzt der fossilen Strom? Hat der selbst zum Beispiel ein Windrad oder ein Solarpark oder nutzt Geothermie oder Wasserkraft? Das hat natürlich einen ganz großen Einfluss dann auf meinen eigenen CO2-Fußabdruck. Aber was dann auch interessant ist, auch immer auf den CO2-Fußabdruck der Seitenbesucher. Weil die gehen ja auf die Seite und letztlich generieren die auch bei sich lokal dann nochmal einen Stromverbrauch. Und übers Netz wird natürlich auch nochmal ein Stromverbrauch generiert. Und dann das dritte Thema ist eben dann die Website selbst anzuschauen, in die Technik zu gehen. Wo habe ich hier Dinge, die überflüssig seien? Also viele Seiten haben zum Beispiel überflüssiges JavaScript, was gar nicht verwendet wird, weil sie riesen Bibliotheken einbauen. Dasselbe bei CSS. Oder sie nutzen vielleicht keine modernen Formate bei Schriften. Da gibt es ja auch moderne Formate,
nicht irgendwie IoT, was du auch manchmal noch siehst, was Microsoft vor 100 Jahren mal eingeführt hat. Da ist eben WOV 2 das beste Format. Oder bei Bildern ist es so, da haben wir halt die alten Formate wie GIF, JPEG, PNG, die nutzen wir alle, aber es gibt halt so ein modernes Format wie WebP. Die Bilder sehen genauso aus. Fast alle Browser unterstützen das heute, bis auf so ein paar alte. Und dann kannst du eben relativ viel vom Datenvolumen einsparen. Und man kann eben sagen, alles, was du am Datenvolumen einsparst, spart letztlich auch Strom und dann letztlich auch CO2-Emissionen. Zwar immer nur ganz wenig, aber es gibt natürlich so viele Zugriffe auf Webseiten, dass da natürlich auch global einiges zusammenkommt. Wenn sich jemand sozusagen sagt, grundsätzlich mir ein wichtiges Thema, mich interessiert, ich habe mich noch nie damit beschäftigt, was sind denn dann die ersten Schritte, die du empfiehlst, dorthin zu gehen? Also wir werden ja deswegen keinen 100.000 Euro Relaunch machen. Was kann man so davor machen? Ja gut, als erstes wird man sich immer die Website einfach mal anschauen. Also man geht auf die Website, entweder du kannst in die Browserkonsole gehen, das ist natürlich dann eher ein nerdiges Thema, was du jetzt einem potenziellen Kunden nicht zumuten kannst. Oder es gibt eben auch Testtools, die man aufrufen kann. Es gibt sowas wie den Website Carbon Calculator. Da kann ich eben meine Website reingeben und dann sagt der mir, deine Website ist eben jetzt nachhaltiger wie 70% oder ist halt im umgekehrten Fall, da kriegst du immer so grün oder rot, so eine Angabe, wo du dann irgendwie schon mal so grob sehen kannst, wo eine Website steht. Und wenn ich irgendwo Vorträge mache, ist es oft so, ich erwähne dieses Tool, die Leute ziehen all ihr Handy, gucken dann mal, was kommt da raus und dann sagen die, oh, da ist ja rot, was kann ich tun, um das zu verbessern? Weil wir haben ja alle den Wunsch oder den Anspruch auch so mit unserer Tätigkeit und auch unserem beruflichen Handeln dann irgendwo die Emissionen gering zu halten oder überflüssige Sachen zu vermeiden. Darum geht es eben, überflüssige Dinge zu vermeiden. Bei Webseiten kann man sehr oft optimieren. Ich habe schon mal einen krassen Fall gehabt, wo irgendjemand eine 15 Megabyte Header-Bild eingebunden hat, wusste aber gar nicht, weil ein WordPress einfach das reingehauen hat und dann haben wir dieses Bild optimiert und haben dann nur noch 100 Kilobyte geladen statt 15 Megabyte. Das sind dann so kleine Dinge, die man dann ganz schnell mal finden kann. Ist sehr eng mit Ladezeitoptimierung und auch SEO-Tätigkeiten, weil auch da schaue ich, dass mein Code sauber ist, gering ist, keine irgendwelche Datenströme entstehen, die man nicht braucht, essentiell und so. Also es ist ein sehr enges Thema. Ja klar, das ist relativ verwandt auch mit den SEO-Themen, wobei die SEOs natürlich immer sagen, ja, die ganze Ladezeitoptimierung, dieser technische Kram, den wertet Google ja nicht. Also viel wichtiger ist halt der Content und das andere ist höchstens so ein Tie-Break-Faktor. Deswegen sind viele SEOs auf dem Trip, ja, das andere ist nett, machen wir dann. Oder bei einem Shop ist es natürlich wichtiger, wenn du halt so die Absprungraten oder irgendwo Konversionsraten dann dir in den Keller gehen, wie jetzt bei irgendwie einer normalen Website, die vielleicht ein bisschen langsamer dann dadurch ist, wenn die Optimierung nicht ist. Ne? Aber deswegen gibt es da schon gewisse Überschneidungen, aber es ist auch für viele SEOs ein Thema, wenn man mit denen drüber redet und die sagen immer, ist ja interessant und das könnten wir uns vielleicht mal anschauen. Du hast eben gesagt, der 100.000 Euro Relaunch ist natürlich immer dann so ein Thema, aber man kann natürlich bei einem Relaunch festlegen, dass man sagt, meine Seite soll im Schnitt nicht mehr wie 1 Megabyte Datenvolumen haben, wenn sie halt im Moment 3 oder 4 oder 5 hat und dann habe ich eben einen positiven Impact auf verschiedenen Ebenen nachher. Ne? Und auf das Erste, was du erwähnt hast, war ja natürlich der richtige Auswahl eines Hosters. Ich meine, das ist auch ein Aufwand, den zu wechseln, vielleicht jetzt nicht der größte der Welt. Hast du da einen Tipp, wie man sich sozusagen einen richtigen findet, der sozusagen wirklich nachhaltig ist? Und gibt es vielleicht ein paar, die das zwar sagen, aber nicht sind, oder ist es was sind da so deine Meinungen? Ja gut, das Thema ist so ein bisschen auch eine Blackbox, weil du kannst halt behaupten, ein grüner Hoster zu sein, wenn du einfach nur irgendwo Klimazertifikate einkaufst. Das heißt, du kannst 100% fossilen Strom nutzen, du kaufst dir in Norwegen Klimazertifikate, 51% deines Stroms und dann kannst du das im Moment noch sagen, du bist halt dann auch ein grüner Hoster. Und das ist halt dann in gewisser Weise schwierig, dann auch für einen Kunden zu erkennen, weil viele Hoster das auch wenig transparent machen. Es gibt das andere Beispiel, dass es eben Hoster gibt, da kannst du direkt sehen, die sagen dir, wir nutzen halt Wasserkraft aus Bayern. Das ist zum Beispiel bei unserem Hoster so. Oder ich habe gesehen, Österreich ist ja viel besser, steht viel besser da mit dem grünen Strom wie Deutschland. Ich habe eben noch mal geguckt oder so, bei euch werden irgendwie pro Kilowattstunde Strom, die erzeugt wird, 87 Gramm CO2 emittiert und in Deutschland sind es 370 im Moment. Das kann natürlich immer schwanken, aber das liegt halt bei uns daran, dass wir so viel Kohlestrom haben oder generell mehr Strom brauchen, wahrscheinlich pro Kopf wie Österreich wegen der Industrie. Aber ihr seid da schon eigentlich sehr gut
natürlich noch besser geht immer noch die Skandinavier und Island, aber das ist halt auch schon ein Punkt, also wo man dann eben gucken kann, wo sitzt mein Hoster überhaupt. Also es gibt zum Beispiel auch Hoster in Island, da weiß ich, die sind 100% grün, weil die haben ja Strom im Überfluss durch Geothermie. Und ich sitze hier im Rhein-Main-Gebiet, da gibt es halt extrem viele Hoster, aber da gibt es gar nicht genug Grünstrom dafür und außerdem braucht ein Rechenzentrum auch sehr viel Wasser, deswegen ist das Rhein-Main-Gebiet gar kein guter Standort, deswegen haben wir in Deutschland auch bessere Standorte im Norden, wo mehr Windkraft ist, aber man sollte sich genau die Webseiten der Hoster anschauen, was die dazu schreiben. Wenn ein Hoster nur schreibt, wir sind 100% green und sie schreiben gar nichts dazu, dann behaupte ich jetzt einfach mal frech, dann haben die Zertifikate eingekauft, weil dann lassen die das lieber so stehen und hoffen, die Kunden glauben das. Aber wenn einer dann sagt, hier, du kannst mein Stromzertifikat runterladen, du kannst dir das angucken, was wir machen, oder die schreiben ihre Website genau, was sie tun, dann ist das schon mal besser. Und es gibt auch bei der Green Web Foundation, die ich am Anfang erwähnt habe, eine Datenbank, eine weltweite, wo sich Hoster eintragen können. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel einen neuen Hoster suchen will, dann kann er in dieser Datenbank gucken, da kriegt er dann, gut, für Österreich natürlich nicht so viel, für Deutschland viel mehr, aber für jedes Land der Welt Hoster und kann sich dann nochmal das angucken. Und was du auch noch gesagt hast, dass natürlich ein Hosterwechsel schwierig ist, das stimmt natürlich für größere Unternehmen. Wenn du nur eine kleine WordPress-Seite hast, dann ist das normalerweise nicht so wild. Das kann man einfach exportieren. Da ist die Hauptarbeit eben, den Domainwechsel zu machen und wahrscheinlich den Mail-Server nochmal neu zu konfigurieren. Das kommt immer auf die Firmengröße an. Aber natürlich einen Hoster wechselt man nicht so leicht, das ist klar. Hat es eigentlich weitere Vorteile, wenn ich sage, ich mache jetzt meine Website und meinen Online-Shop nachhaltig und bin ja dahinter, das andere, außer meinen CO2-Abdruck zu verringern? Ja gut, du kannst natürlich auch dann in deinem Marketing darauf hinweisen, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt einen Online-Shop oder so, der versucht halt auch so den Paketversand nachhaltiger zu gestalten, weil eben dann das Papier nochmal wiederverwendet wird oder möglichst wenig Verpackungsmaterial verwendet wird, dann passt das natürlich ins Konzept, wenn ich dann sagen kann, meine Website haben wir auch entsprechend optimiert, dass eben der Fußabdruck möglichst minimal für uns ist und auch für jeden, der die Seite nutzt. Und da gibt es auch einige Siegel, die man auf Webseiten dann haben kann. Ich bin da auch an einem mitbeteiligt bei unserer Initiative Web for Nature, aber es gibt auch andere, wo man dann eben sagen kann, hier, ich dokumentiere, dass meine Website eben im Schnitt besser ist als der Durchschnitt der Webseiten. Ich habe mich damit beschäftigt und es gibt eben auch affine Kunden, die vielleicht irgendwann Kaufentscheidungen, so wie wir das im Supermarkt auch machen. Ich vergleiche das immer gerne früher im Supermarkt, da haben wir irgendwo alle das Gemüse hier irgendwo aus Gewächshäusern gekauft. Heute kaufen wir vielleicht auch Biogemüse, wenn wir uns das halt noch leisten können, aber das ist halt auch bei IT und bei Webseiten vielleicht auch irgendwann mal der Fall, dass Kunden danach gucken. Ne? Weil ich denke mir das auch, dass das sozusagen sicher auch, also entweder es passt zum Thema und ich will mich schon positionieren, dann ist es natürlich toll, aber ich finde es einfach wie soll ich sagen, wenn ich Anbieter A oder B habe oder Shop A oder B und es ist sonst alles sehr ähnlich und ich bin ein Mensch, dem es wichtig ist, wähle ich ganz klar der sich damit beschäftigt hat und ja, glaube ich schon, dass das eben recht, wie du sagst, auch Marketingwirkung hat. Erfahrung habe ich nicht, aber ich kann es mir so gut vorstellen. Schlimm ist es dann, wenn eben dann große Organisationen oder ich will jetzt keine Beispiele nennen, die wirklich das Grün irgendwo aus jeder Pore tropft, dass die dann irgendwo so eine Website haben, wo du auf der Startseite ein 20 Megabyte Video hast, was automatisch losläuft. War zum Beispiel auch bei der Weltklimakonferenz, bei der letzten, die in Ägypten war, die hatten eine Website, die hat eigentlich mit Klimaschutz gar nichts zu tun gehabt, keinen grünen Hoster, Daten ohne Ende, loslaufende Videos und das ist dann eben wie kontraproduktiv eben für das Thema und nur die meisten Leute wissen es halt nicht so direkt, aber das Schöne ist, du kannst ja als Kunde jede Website testen und kannst dann sehen, oh Moment, der ist aber nicht so gut und dann gibt es auch Leute, die schreiben dann irgendwo mal eine Mail, ihr macht hier irgendwo einen auf nachhaltig, sage ich jetzt so ein bisschen flapsig, aber eure Website ist aber viel unnachhaltiger wie jetzt euer Konkurrent BCD und dann fangen die Leute vielleicht an nachzudenken. Ne? Ja, okay. Verstehe ich. Es könnte sozusagen ja auch ein Input sein, wenn ich sage, ich stehe vor einem Relaunch einer neuen Website, neuer Online-Shop, weil ja auch, glaube ich, ja die Technologie sehr stark mitbestimmt. Also wenn ich kurz in die Kerbe SaaS-Produkte aller, weiß ich nicht, Baukastensysteme, Wix, Jimdo, Shopify im Shopsystem versus eben self-hosted und irgendeine CMS, WordPress, Joomla, was auch immer wir da im Shop-Bereich alles haben, Presto, Magento. Ist sozusagen, weil bei einem SaaS-Produkt, also sprich Shopify und Co., kann ich sie nicht beeinflussen, großartig. Also meine Dateien und so, aber nur gering, oder?
Ja, die Kunst nur gering, das ist halt auch noch wieder mal ein anderes Thema. Es gibt ja auch den großen Bereich Green Software oder Green Programming, wo dann eben auch die Leute, die die Software erstellen, dann auch irgendwo umdenken müssen. Weil früher war es immer so, wenn dein Code zu langsam wurde, hast du den Leuten gesagt, dann kauft euch einen schnelleren Rechner. Dann war wieder alles gut. Das kennen wir ja alle auch von Windows her, da war das ja auch immer so. Oder was Microsoft ja macht mit Windows 11, ist ja auch nicht klimafreundlich, weil du kannst ja Windows 11 auf vielen alten Rechnern nicht installieren aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen und kannst das dann irgendwie übergehen, aber das macht natürlich kaum jemand und das ist halt auch ein großes Thema, diese Software, aber wie du sagst, da hast du nur wenig Einfluss. Du hast natürlich einen Einfluss zum Beispiel bei WordPress oder bei Shopify, anderen Systemen über die Plugins, die du installierst und da ist halt immer die Empfehlung, genau zu gucken, welche Plugins installiere ich oder welches Template benutze ich überhaupt? Gucke ich mir die vorher an, wie viel Datenvolumen die generieren oder brauche ich bestimmte Plugins überhaupt? Oder ich nutze eben bei WordPress zum Beispiel ein Plugin, was mir alle Bilder, ohne dass ich was mache, ins WebP-Format konvertiert. Da gibt es halt auch Plugins dafür. Das muss man dann aber wissen. Und dann kann man den Leuten immer sagen, guck doch mal, dass ihr vielleicht das dann zusätzlich nutzt. Aber wie du richtig sagst, da sind einem so die Hände ein bisschen gebunden. Es sei denn, man hat natürlich eine Agentur, die Webseiten jetzt komplett selber aufbauen, aber die müssen natürlich auch ihre Mitarbeiter entsprechend schulen, an solche neuen Anforderungen heranbringen und eben dann nicht irgendwo riesen Frameworks zu nutzen, wo sie eben nur 3 Funktionen brauchen und dann einen Megabyte Code laden. Ne? Das kann der Kunde halt nicht beeinflussen, weil der vertraut dann natürlich drauf, dass die Agentur, der Dienstleister oder die Software, die ich nutze, dann irgendwo das vielleicht im Hinterkopf haben. Ne? Oder es ist irgendwann vielleicht auch ein Auswahlkriterium, wenn es eben mehrere gibt, zu sagen, System A, B, C kann ich eben unterscheiden. Oder wir machen das zum Beispiel bei Cloud-Angeboten. Du hast ja so viel Software-as-a-Service-Angebote, zum Beispiel für Buchhaltung, für andere Tools. Da kann man auch gucken, wo sind die gehostet, was machen die, wie viel Daten fließen. Dann wähle ich mir halt vielleicht, wenn ich dafür sensitiv bin, den anderen aus. Ne? Sehr spannendes Thema. Kommen wir ein bisschen zu dir auch als Person. Was sind denn so Erfolge, wo du sagst, da bin ich echt stolz? Ja gut, ein Erfolg ist natürlich immer, sich selbstständig gemacht zu haben. Damals so ein bisschen aus der Not heraus, wo man gesagt hat, ich kriege jetzt nicht den Job, den ich will in der Chemie. Und du versuchst dann eben selbst dir eine Firma aufzubauen und machst das dann 25 Jahre und hast du auch ein Team aufgebaut. Da kann man natürlich dann schon stolz drauf sein. Wo ich auch so ein bisschen stolz drauf bin, auf das Buch, was ich geschrieben habe. Da gibt es auch eine interessante Geschichte, kann ich auch 2 Sätze zu erzählen, wenn du magst. Ich hatte mal für die Website Boosting, die ist ja sicher auch in Österreich sehr bekannt, wollte ich einfach dem Mario Fischer mal schicken, was wir eben ganz am Anfang gesprochen haben, was ist eine nachhaltige Website? So, der hat immer so eine Rubrik gehabt, so, da sollte so eine kleine Aufzählung sein. Und das ging dann irgendwie unter, dann hat er sich bei mir nochmal gemeldet nachher. Oh, sorry, ich habe das irgendwo, ist mir durchgerutscht, aber hast du nicht Lust, den Titelbeitrag zu schreiben für die nächste Website Boosting? Ich habe gesagt, oh, Titelbeitrag? Und dann hatte ich dann in der Ausgabe 75 hatten wir dann das Thema nachhaltige Websites und das war dann natürlich ein gewisser Boost auch für das Thema und dass die Website-Boosting das überhaupt aufgegriffen hat, das war natürlich auch ein Erfolg von jemand, der eigentlich gar nicht so ein typischer SEO ist und der immer in den Zeitschriften dann präsent ist und viele Artikel schreibt. Und aus diesem Artikel kam dann der Springer-Gabler-Verlag auf mich zu. Die haben dann gesagt, ja, Sie haben ja da einen interessanten Artikel geschrieben. Können Sie sich vorstellen, den ein bisschen auszuformulieren und daraus ein Buch zu machen? Das war natürlich maßlos untertrieben. Ich hätte es eigentlich besser wissen müssen, dass das doch eine Menge Arbeit wird, weil ich ja meine Doktorarbeit geschrieben habe in den 1990er Jahren, aber das hat mir irgendwann verdrängt. Und dann habe ich mir halt vom letzten September bis, ich glaube, Februar, das waren dann harte Monate, wo dann neben dem Vollzeitjob dann ich das Buch versucht habe zu schreiben oder auch dann geschrieben habe, weil du musst natürlich beim Thema, was sich sehr dynamisch ändert, auch schnell sein. Da kannst du nicht 3 Jahre dran schreiben, sonst fängst du immer wieder von vorne an, das umzuschreiben. Und selbst jetzt müsste man schon wieder an ein paar Stellen irgendwas ergänzen, weil sich da natürlich ändert. Aber das sind halt so Sachen, wo man dann auch durchaus stolz drauf sein kann, dass man die 2 Dinge geschafft hat. Ne? Wie sieht bei dir so ein typischer Business-Alltag aus? Ja gut, ich habe das jetzt in letzter Zeit so ein bisschen gesplittet, weil ich habe ja am Anfang erzählt, wir haben eigentlich die Analytic News Seite, unser Online-Magazin, wo ich halt mein Team dann habe, die das weitgehend managen, aber es sind natürlich immer Sachen, wo dann irgendwo einer, weil das so ein Newsportal ist, da muss halt immer einer so die letzte Entscheidung treffen, den Newsletter verschicken, weil das ist ja auch immer so eine Sache, du schickst Newsletter an 30.000 Leute und musst dann immer natürlich gucken, den Fehler kannst du halt so einfach nicht mehr korrigieren, wie bei einer einzelnen Mail und das sind so
der eine Teil. Dann habe ich jetzt durch dieses Nachhaltigkeitsthema versuche ich halt da auf LinkedIn ein bisschen Bekanntheit zu generieren, auch mit Veröffentlichungen, bin da halt aktiv. Und das dritte sind eben dann Kundenprojekte, aber entweder für die Analytic News Seite oder eben, dass Firmen dann auf mich zukommen, weil es gibt noch einen anderen Punkt, der irgendwann wichtig wird, betrifft ja auch Österreich als EU-Land. Wir haben irgendwann die CO2-Bilanzierungspflicht für mittlere und große Unternehmen und es wird ja jetzt ab diesem Jahr schon mal ein bisschen reduziert, dass eben Firmen ab 250 Mitarbeiter sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Die müssen erstmal gucken, wie kann ich das überhaupt bilanzieren? Ist natürlich einfacher, wenn du irgendwo einen Stromanbieter hast oder einen Fuhrpark, da geht das einfacher, aber das geht irgendwann auch in Richtung der IT. Das heißt, da muss ich auch meine ganze IT analysieren. Was habe ich vielleicht für ein Rechenzentrum selber? Wie ist mein Hoster? Und muss dann versuchen, eine Bilanz aufzustellen. Und da habe ich halt auch eine Methode aufgestellt, wie ich eben für eine Website eine CO2-Bilanz machen kann, weil da kannst du halt nicht mit diesen Tools, die ich am Anfang erwähnt habe, wie den Website Carbon Calculator, klar, ein SEO wird mir zustimmen, du kannst nicht eine Seite analysieren und dann ein Urteil über eine gesamte Website fällen, das ist natürlich grob fahrlässig bis falsch, aber das wird halt leider oft gemacht, weil dieses Tool sagt dir dann, wenn du diese Seite 10.000 Mal aufrufst, kommen so viel CO2-Emissionen, aber du hast natürlich noch viele andere Seiten, die ganz andere Daten haben können oder Videos sind manchmal eingebunden oder PDF-Dateien sind ein Faktor. Und das ist halt dann ein bisschen komplizierter, aber da will ich halt auch in die Richtung kommen, die Leute dahingehend zu unterstützen, diese Bilanzierung dann für ihre Website oder ihre IT zu machen. Ja, spannend. Vor was für Herausforderungen stehst du gerade? Ist im Moment, sagen wir mal, das Thema so ein bisschen aus der Nische noch rauszuholen. Also ich habe halt ein gut gehendes Business mit dem Online-Magazin und würde aber gern das ein bisschen mehr switchen in Richtung dieser Geschichten mit der Nachhaltigkeit von den Webseiten. Ich meine, da gibt es einige Erfolge auch, dass sogar mal ein DAX-Konzern das irgendwie gut fand und gesagt hat, oh, da müssen wir da auch mal was machen. Aber dass dann irgendwo dann das noch mal mehr durchdringt und die Leute dann einsehen, dass man da vielleicht auch mal einen Consultant nimmt und dass die Agentur vielleicht nicht kann oder noch nicht kann, die man hat, dass man eben noch mal einen anderen drüber gucken lässt. Das ist halt eine gewisse Herausforderung, da die Bekanntheit zu fördern. Aber das ist auch ein Punkt, zum Beispiel in Podcasts wie deinen dann zu gehen, weil in Österreich war ich bisher noch nie und ich hoffe, dass dann auch ein paar Österreicher dann mal ein bisschen mehr auf das Thema aufspringen, weil in der Schweiz habe ich schon Kontakte, Deutschland, aber ich will halt den deutschsprachigen Raum damit abdecken. Ne? Mhm. Okay, spannend. Die letzte Frage, wenn du ganz neu beginnen würdest und du hättest aber all dein Wissen, würdest du dich für den gleichen Weg wieder entscheiden oder würdest du vielleicht beruflich was anderes machen? Ja gut, wenn du studiert hast, willst du ja normalerweise in dem Beruf arbeiten, für den du die Ausbildung gemacht hast. Aber wenn ich halt jetzt sehe, wie viel Spaß auch das selbstständige Arbeiten macht im Vergleich zu einem Angestelltenverhältnis. Ich habe das einmal probiert, ich habe mal beides gehabt eine gewisse Zeit, dass ich auch mal für ein Jahr für eine Firma, die hier bei uns im Ort sitzt, die Website und ein Projekt gemacht habe, neue Website. Das ist aber auch fast schon wieder 20 Jahre her. Und habe dann irgendwann die Entscheidung treffen müssen, bleibst du Selbstständiger oder gehst du jetzt in die Firma? Das wäre dann der alte Weg des Chemikers gewesen, dann dort nochmal zu arbeiten. Aber ich würde es wahrscheinlich wieder genauso machen. Klar, man macht immer Fehler und lernt immer dazu und hätte vielleicht dann bestimmte Sachen früher angestoßen. Aber das ist halt immer so bei allen selbstständigen Tätigkeiten. Es ist immer ein Lernprozess und manchmal denkt man, oh, funktioniert, warum habe ich das nicht vor 2 Jahren schon gemacht? Aber kennst du wahrscheinlich auch, ne? Lieber Thorsten, vielen Dank für deine Zeit, auch für das Bewusstmachen dieses spannenden Themas. Der Tipp ist natürlich das Buch Nachhaltige Websites, glaube ich, kriegt man auf Amazon und Co. Ja, genau. Gibt es auch in elektronischer Form, wer es als PDF haben will oder halt als Softcover oder mich halt bei LinkedIn anfragen, wenn er Fragen hat. Genau, Links haben wir alle unten oder in der Beschreibung. Und Thorsten, vielen lieben Dank für deine Zeit und ja, bis bald. Ja, ich danke dir.